Gils hat mich eingeladen, wir wollen heute gemeinsam ein Video drehen. Und ja, ich merke gerade, das Grundstück ist scheinbar hinten liegend. Und ich laufe hier gerade durch die beheizbare Einfahrt. Und ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich habe noch keine Fotos gesehen, ich habe noch keine Videos gesehen. Ich höre aber Gils schon. Ich hoffe, der ist vorbereitet und kann ihm gleich noch ein bisschen mehr erzählen. So, Gils, wie er lebt und lebt, hat sich direkt mal in die Garage gestellt. Und ich sehe hier schon das Haus und ich sehe hier den hart arbeitenden Gils Schepanek. Gils, es war nix, aber was machst du hier genau? Basketball spielen, aber eigentlich warte ich auf dich, dass wir hier mal ein Video machen können. Wir sind nämlich in Teltow in bester Lage. Hier vorne ist direkt ein Naturschutzgebiet und dahinter ist der Teltow-Kanal. Wir befinden uns also wirklich kurz vor Berlin. Traumhaft, wir können hier direkt ins Grüne raus. Nico, aber ich frage dich als erstes, wie willst du anfangen? Wollen wir zuerst rein? Ich würde sagen, wir lassen den Wurf entscheiden. Wenn du triffst, aus 3 Metern gehen wir rein. Wenn du nicht triffst, bleiben wir Was ist denn raus. aus 3 Metern? Ist hier 3 Meter? Weiß ich nicht, sind 8, aber mach von da. Was war Treffen? Wenn du triffst, gehen wir rein. Mir ist kalt, ey, dann gehen wir bis da rein. Okay, dann gehen wir wohl rein. Du hast Schuhe ausgezogen? Die Schuhe ausgezogen. Muss ich So meine weit Schuhe ist auch das. ausziehen? Würde ich bitten. Na gut. So, ich mach mal Licht an. Ich hoffe nicht, dass das Du hast da einen Fleck. Ja, hier, da hat mich der Eigentümer auch schon drauf hingewiesen. Das Erste, was er gesagt hat, ist, Sie haben da einen Fleck, so kommt man aber nicht zum Termin. Und dann sagt er, ich mache nur Spaß, ich verarsche Sie. Was haben wir denn hier so? Wir haben ein freistehendes Einfamilienhaus, Baujahr 2008. Zeige ich euch gleich noch alles mit, Wärmepumpe, mit allem Möglichen, aber komm erstmal mit. Weil du siehst schon, wenn du hier reinkommst, wir haben Echtholzfußboden, wir haben 2 48er Türen, also riesig, die Rahmen, das sieht man hier schon, alles richtig hoch, offen. Wirklich ein Traum. Wir haben mindestens 3,10 Meter Decken. Unten haben wir gleich auch schon richtig hohe Decken, das zeige ich dir. Aber komm erstmal mit, weil der Sport hört draußen nicht auf, sondern wir haben natürlich hier im Wohnzimmer, was natürlich super hell ist, finde ich super geil. Der Eigentümer ist echt ein guter Typ. Mit einer Tischtennisplatte und ich würde sagen, Nico, gleich machen wir nochmal ein Match, wenn wir fertig sind. Aber natürlich, was sieht man? Garten, wir haben draußen große Hecken, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Wir haben hinter dir, das sehen wir gleich auch noch, einen Kamin. Übrigens die Bänder an den Türen. Ganz witzige Geschichte. Hat er da dran gemacht, der Eigentümer, weil die Leute mal davor laufen. Deswegen bitte renn heute nicht vor die Tür. Ich finde es auch geil, dass das Wohnzimmer so groß ist. Du kannst sogar theoretisch, ich weiß nicht, kennst du das von früher, wenn man so Rundlauf gespielt hat? Ja, oder hier, ey, also wenn die Kinder da sind und die rennen hier raus und die können Fang spielen, nur bitte nicht mit den Glastüren. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Genau, wir haben ein riesiges Esszimmer. Wir haben hier vorne, guck dir den Kamin an. Was ich auch geil finde, ist, den kannst du halt von allen Seiten sehen. Also das ist einfach ein Träumchen. Gleichzeitig mag ich es eben, wenn die Küche so ein bisschen separat ist. Ne? Man will ja kommunizieren, aber gleichzeitig hast du hier noch so ein bisschen die Frühstückslocation. Küche eben super hochwertig. Hier steht noch gerade deine Mate. Ja, was willst du sagen? Ne? Ist einfach riesengroß. Also man sieht das schon im Vergleich. Ne? Die Platte über 4 Meter. Hochwertiges Kochfeld hier von Neff. Ich bin ein großer Neff-Fan, machen tolle Geräte. Alles hier Miele. Also das ist wirklich richtig schick. Wie du siehst, hoch, die Spots sind alle eingelassen. Wir haben übrigens überall Rollläden. Es ist wie gesagt ein Energieausweis A, ich glaube sogar A+, das blende ich hier mal ein. Und ja, du kannst halt, und das finde ich geil, wenn du eben kochst, hast du ja hier, hör mal wie leise die sind, kannst du halt hier auch einfach dicht machen. Das sind gute Rollen, ja. Ja. Es ist wirklich flüsterleise. Was ist mit dem Thermomix, der da steht? Ich weiß nicht, ob der zum Verkauf steht. Achso. Bleibt der hier? Weil ich habe gesehen, es gibt ja schon den 7er. Das stimmt. Jetzt gibt es auch sogar mit großem Display. Überall Fußbodenheizung, im gesamten Haus, auch im Keller. Der Keller ist komplett beheizt, aber komm erst mal mit. Hier hast du noch einen geilen Abstellraum. Wie gesagt, da vorne ist ein Gästebad. Wir haben hier überall Rollläden. Auch hier siehst du selbst dieser, ich nenne es mal Abstellraum, das kann auch ein Büro sein. Wir haben jetzt hier gerade unsere ganzen Kamerasachen. Draußen ist die Wärmepumpe, das zeige ich gleich noch. Aber hier, wie gesagt, einfach so ein Raum im Erdgeschoss, wo man auch mal was ablegen kann. Vielleicht auch mal, wenn man mehr Leute hat, einfach mal die Gäste ihre Jacken und so hinschmeißen können. Ich würde aber sagen, willst du erst hoch oder willst du erst runter? Ich möchte erst hoch. Dann gehen wir mal hoch. Laut Bundeswehr war ich 1,86, aber eigentlich bin ich glaube, echter 1,84 und so an dem Höhenverhältnis. Also selbst hier oben, man kriegt alles andere als Platzangst. Und wir haben hier oben 1, 2, 3, 4 Schlafzimmer plus ein eigenes Bad. Und ich zeige gleich nochmal den Master Bedroom mit Master Bathroom. Wir haben überall Oberlichter, auch in allen Räumen. Also das zeige ich dir gleich auch nochmal hier. So. Soll ich dich hier kurz alleine lassen? Oder? Ist okay, aber weil ich so geschwitzt habe oder warum? Du hast hier eine Toilette, hier wie gesagt kannst du Anschlüsse für Waschmaschine, also du kannst, das finde ich ja immer total sinnvoll, da wo du schläfst, ziehst du dich ja aus in der Regel, du machst deine Wäsche direkt hier, du musst nicht in den Keller, viele haben ja einen Waschkeller, aber hier, das finde ich immer richtig geil, wenn das nämlich leise ist, du kannst hier direkt waschen.
Doppelte Spülsteine, oder wie man das so sagt, Waschbecken, die finde ich recht niedrig. Also wenn man sich jetzt hier irgendwie den Kopf waschen will, das wäre schon kritisch. Bist du ein Kopfwäscher oder bist du so ein Duscher morgens? Ich bin Duscher. Ehrlich? Ja. Ja, das sieht man. Ich hab immer hier, wenn ich die Haare mache, das ist immer ein bisschen schwierig. Fußbodenheizung, elektrische Rollläden, also ihr seht, das ist hier alles schicki. Hinter dir große Dusche, auch da wieder, ich weiß nicht, ob man die Höhe, ich stelle mich mal so daneben, ich stelle mich jetzt mal nicht rein, aber... Bauch reinziehen kurz. Top. Okay. Bäuchchen, sagst du mal. So, gehen wir mal direkt hier weiter. Aufpassen, ich habe die Wäsche hintergestellt, die filmen wir mal nicht. Also hier, vor allem man merkt jetzt auch, also von der Raumakustik, der Raum ist recht leer, aber wir haben jetzt die Mikrofone auf Noise Cancelling, aber wenn ich hier drin stehe, hier ist einfach ein sehr, sehr satter, schöner Klang. Und was ich halt mag, ich ziehe es jetzt mal nicht runter, aber du hast bodentiefe Fenster. Plus du hast einen gewissen Dachüberstand, das finde ich auch immer sehr hochwertig, weil du eben dann das ganze Thema Regen und auch Licht ist trotzdem hell genug und gleichzeitig ist aber die Fassade einigermaßen geschützt. Zur Garage gehen wir gleich. Also wie gesagt, das ist jetzt quasi Schlafzimmer 1, wenn man möchte oder was auch immer. Das ist schon groß auf jeden Fall. Ja. Ich bin schon ganz schön außer Atem. Das ist, ich vor allem vom Basketball, die paar Würfe. Ja, wir haben das Take ungefähr 10-mal gedreht, weil ich nicht getroffen habe. Dann haben wir hier Raum Nummer 2. Wir haben, das zeige ich gleich noch, eine Südwestausrichtung. Das sage ich draußen aber nochmal korrekt, nicht, dass ich jetzt hier falsch liege. Fußbodenheizung, das Übliche. Hier hat gerade der Handwerker noch was gemacht, deswegen das können wir zwar zeigen, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig, weil das wird, sobald das Haus verkauft wird, ist das alles wieder instand gesetzt. Wir haben hier einen, was ich auch immer mag, sehr, sehr großen Abstellraum. Also wenn ihr hier auch nochmal, ne? Ich bin jetzt... Was magst du daran? Abstellraum besser als Keller, sag mal. Ich finde das grundsätzlich geil, weil das ist einfach riesig hoch. Selbst wenn man die Tür zumacht. Guck mal bitte da rein. Also das ist quasi die gesamte Raumhöhe. Wenn du einen Gabelstapler hier oben hättest und eine Leiter, dann könntest du da dich auf jeden Fall auch austoben. Also hier auf jeden Fall Platz. Was finde ich besser, Abstellraum oder Keller? Ich bin ein Kellertyp. Aber jetzt mal oben was zu haben, was man so grundsätzlich, auch zum Beispiel den Koffer packst du ja in der Regel da, wo dein Schrank ist. Das heißt, den Koffer hochschleppen, nervig. Du hast jetzt hier keinen Dachboden, brauchst du auch nicht. Eine Kleinigkeit, aber das ist auch sehr, sehr geil. Du hast auf allen 3 Ebenen eine Gegensprechanlage. Bei der Größe aber auch gut. Ja, sonst musst du halt den Ostflügel erstmal runter, um da aufzumachen. So, wir gehen jetzt mal von hinten rum durch die Brust. Und zwar, was ich persönlich sehr, sehr liebe, ist immer dieses Thema separates WC. Weil wenn du dich morgens zusammen fertig machst und dann muss mal einer aufs Klöchen, das nervt ja immer, wenn man nicht seine Privatsphäre hat. Und was ich halt hier cool finde, du hast ein BD, du hast ein WC, du hast auch ein eigenes Waschbecken. Und dann hast du hier den Master Bathroom, Master Bathroom, also das Chefbad für Chef und Chefin wahrscheinlich. Hier auch wieder Wanne, große Dusche, Fenster, überall Fenster, liebe ich. Und die Dachfenster, alles Velux. Wir haben immer diese, hoffentlich geht das jetzt hier ohne, ja. Die sind mit Rollläden, ist alles automatisch. Ich kann das Fenster also auf und zu machen. Die haben alle einen Regensensor. Super, super hochwertig. Wie gesagt, Baujahr 2008. Und jetzt hinter dir, wir drehen gleich mal um. Ich mache hier mal die Tür auf. Vorsicht. Jetzt kommen wir hier nämlich von hinten rum rein. Haben wir hier, ich stelle mich mal so hier zwischen, auch wieder bodentief, also auch wunderschön hell. Haben wir jetzt hier so einen jetzt 3-mal. Gottes Willen, ich dich auch übrigens. Haben wir hier wirklich wieder einen sehr, sehr großen Raum für Ankleide. Und dann hier ist dann das, ich würde mal sagen, Elternschlafzimmer. Wir haben hier dann quasi den Sonnenverlauf. Du hast Blick hier auf das Landschaftsschutzgebiet. Zeige ich gleich aber auch nochmal draußen. Und dann hast du eben hier in der Rücklage, wie du merkst, also das Fenster ist jetzt auf. Ich stelle mich mal mit dem Mikro direkt hier dran. Also du hörst nichts, nur Vögel. Ein Spatz habe ich gehört. Ich bin ein Star, glaube ich, war das. Ich bin hier das Lauteste, so wie immer. Gut, gehen wir in den Keller oder was? Ja, wenn ich auch wieder raus darf danach. Ja? Was würdest du sagen, Nico? Würdest du es kaufen? Würdest du in Teltow wohnen? Ich habe ja in Langwitz gewohnt. Ich finde Teltow an sich spannend. Warum? Glaub, der Vorteil ist, weil es halt ein bisschen außerhalb ist. Es ist hier ein sehr, sehr guter Mix aus, du hast ja Einfamilienhäuser, du hast die Schulen, du hast Einkaufsmöglichkeiten. Ja. Und ich bin halt eigentlich ein Kind der Großstadt. Ich bin in Berlin geboren. Ja, aber du bist ja rausgezogen. Eben, und deswegen zieht es mich auch ein bisschen raus, weil du bist hier, so, wie sagt man so schön, vor den Toren von Berlin. Ist ein Katzensprung Und wirklich rein. vor den Toren. Also wir zeigen auf der Drohnenaufnahme, man sieht den Kanal, der Kanal ist die Grenze. Übrigens,
Müssen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie nicht allzu viel drauf haben, aber hier sind die ganzen Bilder. So, hier bleiben wir mal Teltow kurz. hat auch immer noch einen besseren Ruf als Kleinmachnow. Film mal einmal von da oben nochmal. Also wenn du die Treppe ein bisschen hochgehst auf mich. Auch hier wieder natürlich kannst du aufmachen. Das Haus ist übrigens komplett alarmgesichert und überwacht. Sieht man auch überall die Schilder. Ich habe aber auch hier einen separaten Kellerzugang und das zeige ich draußen nochmal. Wir haben einen Abfluss und eine Überdachung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass hier der Keller voll läuft durch Regenwasser, ist auf jeden Fall sehr, sehr gering, wenn man den Abfluss natürlich nicht reinigt. So, jetzt gucke ich mal, dass ich hier mal ein bisschen Licht überall anmache. So, nach dem Sport kann man sich entspannen, wenn man ein paar Körbe geworfen hat. Wir haben hier eine Sauna, die ist zum einen herkömmlich. Ich gehe mal rein, wir haben hier kein Licht, aber wir haben hier den klassischen Saunaofen mit Steinchen. Und dann haben wir hier noch eine Infraroteinheit. Das heißt, wir können hier, hier könnte Ihr Fahrrad stehen. Du lachst aber, bei meinen Eltern ist es wirklich so. Die haben eine Sauna, da stehen 4 Fahrräder drin. Ich dachte, ein Rudergerät. So, ich mache die mal zu. Und dann haben wir hier, um Gottes Willen, vielleicht darf ich die auch gar nicht zumachen. Jetzt egal, ich fasse nicht mehr an. Wir haben hier einen Handtuchhalter in Übergröße. Das hasse ich übrigens immer bei so Bädern, wenn du so dein Handtuch so gefaltet nass da drauf machen musst. Das kann man hier halt in voller Breite. Das klingt so dumm, aber das ist einfach eine geile Sache. Ich wollte gerade sagen, es ist viel Liebe zum Detail, Ja. auch, aber wilde Hochwertig. Information. Ist so. So, hier. Oh, das ist ein Massenbad. Also hier könnte noch mindestens ein Fahrrad oder 2 Klappräder rein. Ja, also von der Größe, wenn man das mal so, also von der Spannweite. Ja. Man sagt ja übrigens, dass man so groß ist wie die Armspannweite. Also das heißt, das soll ja ungefähr meine Körperlänge sein. Also die Zwinker 1,86. Ja, das hat die Frau beim Bund gemessen damals bei der Musterung. Wurde ich übrigens ausgemustert. Ja, und dann haben wir hier noch separat ein WC mit Waschbecken und auch wieder im Keller. Ihr seht die Deckenhöhe, das ist also hier auch wieder 2,48 Meter Türen und Deckenhöhe. Alles beheizt, alles Fußbodenheizung, auch im Keller und belüftet. Heißt eigentlich Wohnraumqualität. Seht ihr aber auf den Plänen, wie ich gesagt. So, rechts oder links? Boah. Rechts. Okay. Fußbodenheizung, Treppenhaus, wunderschön groß. Und jetzt haben wir hier noch einen, also wirklich gigantischen Raum. Das sind, ich weiß es jetzt nicht, müsste auf den Plan gucken, aber das sind mehr als 18 Quadratmeter. Ich habe fast 20 sagen wollen, aber dafür ist er vielleicht ein bisschen klein. 2 Fenster, also hier kann man easy ein Gästezimmer reinmachen oder so ein richtiges Kinderzimmer oder ein Hobbyraum. Ich würde ein Fitnessstudio reinmachen, weil es ist hier richtig geiler, massiver Boden, ist gefliest. Ja, haben wir. Ja, das sind die 4 Kilo nach der Schwangerschaft. Die gehen nicht wieder runter. Man nimmt ja auch Solidarität zu, ne? Also, Dann hier, ich zeige es noch einmal, da müssen wir jetzt nicht im Detail filmen, aber Abstellmöglichkeiten noch und nöcher. Das ist wirklich toll. wie viel Quadratmeter Wohnfläche haben wir eigentlich? Das ist eine gute Frage, weil, ich gucke es direkt nach hier, während das Licht angeht, weil die Keller hier nicht als Wohnfläche gewertet wurden und die Terrassen, und wir sind da gerade noch in Diskussion. Ich habe nichts aufgeschrieben, weil, ich blende das hier aber ein, wenn wir es geklärt haben, weil wir da noch in Klärung sind mit der Architektin, weil wir, besonders Kerim ist der festen Überzeugung, dass die beiden Räume hinten eigentlich Wohnfläche sein müssen. Ah, okay, also das heißt, wahrscheinlich sind es dann nochmal 40, sogar mehr. Ja, locker. Okay. Wir haben... Das ist keine Wohnfläche, weil hier steht die Heizung? Oder? Ja, also das ist der Warmwasserspeicher. Ja. Ja, das ist der Pufferspeicher. Ich weiß das auch nur, weil es dran steht. Ja, dann, also wir haben eine Solarthermie und wir haben eine Luft-Wärmepumpe draußen, die zeige ich gleich noch, auch für die Warmwasserversorgung. Deswegen auch hier der durchaus aufgerüstete Sicherungskasten. Und wie man auch hier sieht, also das ist ja immer das Schöne, im Keller sieht man ja das Mauerwerk. Also hier, schöner Massivbau, Stein auf Stein. Das Ding ist wirklich für die Ewigkeit gebaut. Genau, dann haben wir hier das ganze die ganze Klimaelektronik und Abwasser. Und ich finde so, ne, also im Keller, ich glaube das hier, weil ich stand hier vorhin schon mit der Fotokamera, hier ist übrigens noch Pumpe. Das ist das einzige Spinnweben, was ich gesehen habe im gesamten Haus. Und da darf das mal sein. Also das Haus ist wirklich picobello gepflegt. Sollen wir das Fahrrad in die Sauna stellen? Wir sammeln alle aus der Garage. Genau, auch hier Fußbodenheizung. Ne? Also das ist, wie gesagt, ich bin da wirklich sehr begeistert. Und jetzt gehen wir mal rüber. Könnte also auch theoretisch separate Büroräume hier reinmachen, wenn ich irgendwie ein Homeoffice habe oder sogar ein Gewerbe. Ja. So, und jetzt geht es hier eben in den Raum. Ich bin auch der Überzeugung, weil du sagst ja in der Regel, belichtet, belüftet, beheizt und eine gewisse Deckenhöhe plus die Fenster müssen eine gewisse Höhe haben. Und hier in diesem Raum, da gebe ich Kerim jetzt erstmal absolut recht, haben die Fenster eine gewisse Höhe. Und wir haben hier Notausgang. Auch, ja, also, aber ich gehe jetzt mal vorsichtig raus, ich will gar nicht dreckig machen. Du siehst diese Terrasse, eine von 2, die wurde letztes Jahr neu gemacht, also 2024 wurden beide Terrassen neu gemacht. Super geil, also riesengroß. Ich komme mal nicht mit raus, ich habe keine Schuhe an. Ja, ich auch nicht, deswegen müssen wir jetzt aufpassen, dass ich gleich wieder sauber reingehe.
Aber das zählt ja auch nochmal zur Hälfte zur Wohnfläche jeweils. Ne? Also Terrassen werden ja auch hälftig angerechnet. Und wie du auch hier siehst, also ich bin jetzt nochmal leise. Nischt. Wie der Brandenburger sagen würde, nischt. Wir gehen gleich raus. Wir gehen jetzt erstmal wieder rein, weil einen Raum haben wir noch nicht. Hast du eigentlich schon mal überlegt, dafür zu bezahlen, dass ein Orkan deinen Namen trägt? Das was? Dass ein Orkan deinen Namen trägt, so das Hochschepperneck? Tatsächlich noch nicht, aber das wäre eine Überlegung Für wert. 500 € sagen die das einmal Ehrlich? im ARD. Ja, ja. Einmal. Ja. Aber ich wette, die sagen dann Nils. Das wäre gut. Oder gute Nils, Werbung. Orkan Nils. Das sagen die Orkan Urban Immobilien. So, die lassen wir auf. So, und dann kommt hier der letzte Raum. Der wird gerade auch nicht groß genutzt, aber auch hier das Gleiche. Ich komme mal hier noch rum. Der Raum geht hier noch rum. Auch nochmal mit einem sehr entspannten Bett. Hier auch aus unserer Sicht, wir diskutieren das ja wie gesagt gerade mit den Architekten, absolut Wohnraumqualität, weil Fenster sind hoch genug, beziehungsweise ragen weit genug heraus. Du hast die Höhe, du hast die Fußbodenheizung, super hochwertige Fliesen. Also ich habe hier nirgendwo irgendwie einen Riss gesehen oder irgendwas. Ausreichend Steckdosen, da bin ich immer ein Freund. Wir haben sogar noch hier satt. Ich habe satt. Und Telefon. Wer hat denn noch Telefon? Also das ist ja 2008er Baujahr. Also das könnte ja eine Einzimmerwohnung dann werden. Ja, oder halt wie gesagt, ich finde das gar nicht verkehrt, weil du könntest hier wirklich ein eigenes Gewerbe reinmachen. Ja. Da wie gesagt steuerlich aufpassen, auch wenn ich nicht beraten darf, immer wichtig, dass das dann nicht zum Firmeneigentum wird. Aber ich habe ja hier auch einen separaten Eingang. Wenn ich also Kunden habe, ne, oder vielleicht ein Arzt bin oder was auch immer, kann ich hier ganz, ganz entspannt auch die Leute reinlassen und die müssen nicht durchs Haus. Könnt ihr sogar einen Wartebereich machen, ne? Einfach. Easy. So, was sagst du, Nico? Trinken wir erstmal einen Schluck und Käffchen, dann gehen wir raus. Jetzt kommt gerade die Sonne so ein bisschen. Ja, wenn die Sonne jetzt kommt, können wir eigentlich Pause machen. Ja, dann machen wir Pause. So, jetzt haben wir gerade ein paar Detailaufnahmen noch gemacht. Jetzt wollen wir euch noch außen zeigen. Da hinten. Da ist er. Ich gehe mal zu ihm hin und frage mal, ob er noch ein bisschen was zu erzählen hat. Jils, wir wollten noch ein bisschen, der war nicht schlecht, wir wollten noch ein bisschen... Für dich, ne? Wir wollten was über Außen erzählen. Hast du Zeit oder brauchst du noch kurz? Ich habe gerade einen Lauf. Okay, dann komme ich mal Aber zu du kannst dir. ja schon mal zu mir kommen. Wenn du einen Lauf hast, komme ich mal rüber. Guck mal, zack. Das ist schon ein riesiger Garten. Kobi! Oh! Okay, komm, letzter. Der eine Dreier. Oh, der ist rechts. Okay, noch einer noch. Der ist gut. Ne? Du hast jetzt, also ich muss sagen dazu, ich habe dich von innen schon heimlich gefilmt. Ja. Da hast du einen schön gemacht. Aber jetzt war echt peinlich. Aber erzähl doch mal noch ein bisschen. Ich meine, das ist ja schön und gut, dass du deinen Spaß hast, aber wir sind ja eigentlich hier, um ein bisschen was. Habe ich nicht hingefilmt, wir können ja sagen, der war drin. Nee, das hört man, das war Klong. Okay. Erzähl noch ein bisschen was. Wir fangen an mit der Garage. Oder komm, ich zeig dir erstmal die Einfahrt. Mein Hemd ziehe ich gleich an. Du hast mir schon gesagt, dass man mein Bäuchchen sieht. Der Papa-Bauch. So. Also wir liegen in zweiter Reihe. Ich bin noch ein bisschen außer Atem, aber das stört hoffentlich keinen. Hier, die Einfahrt ist komplett beheizt. Das ist halt super geil im Winter, weil der Eigentümer hat mir erzählt, er hat hier vorher Schnee geschippt ohne Ende. Und jetzt ist die gesamte Einfahrt einfach beheizt. Das heißt, Schnee im Winter kannst du mit dem Fahrrad, mit dem Motorrad, aber nicht mit dem Schlitten fahren. Ist das hier quasi eine außen beheizte Fußbodenheizung oder wie? Ja, überall Fußbodenheizung, habe ich doch gesagt. Die Einfahrt ist beleuchtet. Ja. Das Tor vorne ist automatisch. Also ich kann auch einfach ganz entspannt rein und rausfahren. Die 18 Gegensprechanlagen im Haus gehen natürlich auch fürs Tor vorne. Ja? Also ich kann auch fröhlich hier alles machen. Dann hier, der Teil, der ist nicht mehr beheizt. Ja? Also es geht wirklich nur ums Auto. Hier muss ich noch frei machen. Ich habe einen separaten Eingang. Wie gesagt, ich habe schon eine Alarmanlage. Und wir haben hier überall Beleuchtung. So, fangen wir mal an. Also, ich habe es jetzt mehrfach schon gesagt, 1166 Quadratmeter Grundstück. Dazu komme ich aber gleich noch mit einer Besonderheit. Und hier in der Garage, wo ich frecherweise drin geparkt habe, ihr seht schon, beleuchtetes auch, elektrisches, riesiges Tor. 2 Autos passen hier ganz locker rein. Werkbank, massiv gemauert. Das ist hier ein Industrieboden. Ja? Also auch wenn ich hier mal einen Ölwechsel mache oder so, das kann man alles gut wieder runterkriegen. Ich habe hier die gesamten Außenanlagen und alles abgesichert. Wir haben überall eine Bewässerungsanlage, sogar zwei separate Bereiche. Das zeige ich gleich noch, weil wir haben sehr, sehr geilen, teuren Mutterboden. Das ist super schweineteuer.
Und wir haben hier, auch hier Bewegungsmelder überall. Hier habe ich noch Vorsicht, ein separates Gartenhaus, wo ich auch nochmal einen separaten Zugang habe. Das sehen wir gleich nochmal von außen. Ihr habt da übrigens einen Basketball gefunden. Den habe ich mir, ja genau, geklaut. Nein, ich habe die Erlaubnis vom Eigentümer, wir spielen auch gleich noch eine Runde Tischtennis, aber erstmal jetzt die Arbeit, dann das Vergnügen, wie es so schön heißt. Genau, 2 Autos, ich kann hier einfach rausfahren, alles automatisiert. Ich komme über 2 Türen in die Garage, auch die hat ein Fenster. Könnte ich also auch einen Partykeller reinmachen, oder Partykeller, einen Partyraum. Jetzt wird es frisch, so, jetzt ziehen wir mal hier mein Hemdchen an. So, wie wir schon sehen, wir haben 2 Terrassen. Jetzt sieht man wieder mein Bäuchchen, ne? Ach, verdammt. Und wichtig, und da gehen wir gleich mal raus, ich nehme dich mal mit, Nico, haben wir hier hinterher das Landschaftsschutzgebiet und wir haben, ich stelle mich mal hier hin, neben dem Kompost sind das einfach höher als in der JVA Tegel, haben wir hier auf jeden Fall eine gute Heckenhöhe. Also wieder mit meinen Fake 1,86 haben wir hier echt Platz. So, und jetzt zeige ich dir mal ein Geheimnis, bevor wir hier weitermachen. Hier ist nämlich eine Tür. Und diese Geheimtür. Ist auch alles hier, wie gesagt, überwacht. JVA-Ausbruch. Genau, und hier gehe ich raus und das machen wir nochmal gleich. Da schneiden wir aber dann. Da geht es direkt zum Berliner Mauerweg, weil hier lief früher die Mauer. Wir sind jetzt noch auf der Ostseite. Ja, Teltow war ja früher Osten, Berliner Osten. Und drüben fängt dann der Berliner Westen mit Zehlendorf an. Also Zehlendorf ist hier keine 100 Meter entfernt. Das heißt, wir sind hier, können wir direkt gleich an den Kanal, in den Wald bzw. ins Grüngebiet. Laufen wir gleich nochmal am Ende hin. Ja, ist natürlich alles abschließbar. Ihr seht hier schon von der Bewässerungsanlage läuft hier noch der ein oder andere Schlauch. Ist vorne alles automatisiert. Wir haben 2 Zisternen und einen Brunnen. Das heißt, wir haben auch Gartenwasser. Das ist schon immer gut, weil es günstig ist. So, und jetzt haben wir eine Besonderheit, die muss ich euch nochmal erklären. Und zwar haben wir hier bei der Vermessung ungefähr diese Linie. Ich zeichne die mal von hier so schräg durch bis da hinten. Das haben wir aber auch in den Dokumenten drin. Das hier ist rausgekommen, das war gar nicht klar. Das ist städtisches Land. Also das Grundstück ist offiziell überbaut. Die Stadt ist aber entspannt gewesen, weil das nachträglich rausgekommen ist. Die haben gesagt, passen Sie auf, das können Sie einfach für ein paar Euro im Jahr pachten. Der Pachtvertrag existiert, also das ist alles entspannt. Nur, dass man das weiß, also offiziell ist dieser Teil hier überbaut. Ja, das ist so ein Dreieck, das zeige ich gleich aber nochmal. Auf den Dokumenten können wir auch mal einblenden. Das ist wichtig. So, ich gehe mal hier so rum, dass man auch nochmal sieht, das Haus. Was halt geil ist, wir haben eine Südwestausrichtung. Also ungefähr da ist Norden, wo ich jetzt hinzeige. Das heißt, da ist Süden. Ja, und dann geht die Sonne, also sie geht da auf, geht so rum. Hat man hier, wir sehen das gerade, wir haben jetzt knapp 15 Uhr. Die Sonne ist jetzt so da und geht dann da unter. Das heißt, wir haben sowohl hier die Mittagssonne, ich kann hier wunderschön sitzen, und habe hier auf der Terrasse die Abendsonne. Eine Besonderheit an der Terrasse, Nico, was habe ich dir gerade gesagt? Oben? Ich habe dir nicht zugehört, weil du schon so viel gesagt hast. Du erzählst so viel jetzt und ich nuschel auch immer so, ne? Neben der wunderschönen Ach Außenbeleuchtung, so, 9 Meter Markise. mehr als 9 Meter, das ist die handelsüblich normalerweise längste Markise, die man irgendwie so bekommen kann, mit über 9 Meter Länge. Jetzt kommt gerade so schön die Sonne raus. Die wahrscheinlich längste Markise der Welt. Das würde ich bezweifeln. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Markise, sieht man hier. Natürlich elektrisch. Hier kann ich auch noch ein paar Fahrräder unterstellen, die nicht mehr in die Sauna passen. Der Würde auch Vorteil gehen. natürlich an der Ausrichtung, man könnte sich jetzt hier auch einen Liegestuhl in den Garten setzen, ne? So. Mindestens einen. Sonne. Ne? Also was halt auch cool ist, ich meine, du hast ja hier rum, dahinter, das zeige ich gleich nochmal, wir können einmal durchs Tor gucken. Hier ist nichts, du hast natürlich nur hier die Nachbarn von da, die können so ein bisschen reingucken, aber nicht viel. Also das heißt, es ist so unglaublich privat, und wenn ich jetzt mal die Schnauze halte, dann hört man auch wieder nichts. Das mag ich am liebsten. Wie war das? Ich liebe das Geräusch, wenn du deinen hältst. So, ich habe hier auch Stromanschlüsse, das finde ich auch immer ganz durchdacht. Also ich habe auch Strom. Ich sehe hier, so Nico, was haben wir hier? Ist kein Zweiter Weltkriegsbunker? Das ist hier unten ein Gully. Ja, so ungefähr. Das sind die beiden Zisternen. Also hier für Wasser, hier kann ich dann pumpen. Oh, ja, so viel dazu. Das wäre eigentlich festgeschraubt. Da kann ich dann pumpen. Also da kann ich noch Wasser ziehen. Vielleicht triffst du mit dem Ball den Korb. Ah, weiß ich nicht, du, ist schwieriger. Und hier, wenn ich hier rauskomme, sieht man schon, da ist nichts mehr hinter. Das ist also einfach nur grün. Da könnte man jetzt, auch wenn es nicht erlaubt ist, da könnte man Kompost abladen, da könnte man mal so
Bananenschale rüberwerfen, ja. Das muss man dann einfach mal schauen. War das früher so im Osten? Das weiß ich nicht, ich bin im Westen aufgewachsen. So, Holz ist dabei. Ja, also wer weiß, was heutzutage Holz kostet, Brennholz für den schönen Kamin im Wohnzimmer, das gibt es dazu. Also das bitte beachten. Ich habe jetzt, wenn ich den rausziehe, dann fällt alles. Also besser vorsichtig. Wie man auch hier sieht, also ich habe ja vorhin erzählt, das ist ja die Nordseite. Wir haben ja Südwestausrichtung. Also auch bei den Wetterseiten sieht man immer ganz gut. Man hat ja ab und zu so Ablagerungen. Und hier in dem Haus ist nichts zu sehen. Die Fassade wird alle 3 Jahre behandelt. Gartenwasseranschluss unten, auch geil. Die Fenster haben wir jetzt mehrfach erwähnt. Und hier sieht man so 1, 2 Flecken. Das ist von der Beregnungsanlage. Also das ist hier, wenn entsprechend das Ganze bewässert wird im Sommer. Man muss sich halt nicht ums Gießen kümmern. Ich bin jetzt noch mal leise. Ich weiß nicht, ob man das hört, weil die Luftwärmepumpe sehr, sehr leise. Ich gehe mal mit dem Mikro näher ran. Also das ist quasi, das Rauschen der Bäume ist lauter als das Ding. Das, wenn ich jetzt hier schon stehe. Bisschen wie ein Meeresrauschen. Ja, oder? Ist ganz entspannt. Hier separater Kellereingang, überdacht. Ja, das ist schon mal wichtig, weil wenn es jetzt mal wirklich stark regnen sollte, die Stufe kann Nico gleich auch noch mal zeigen von der anderen Seite. Ist das Keller oder ist es sowas wie Hochparterre oder so? Nee, wenn wäre es Souterrain. Hochparterre wäre ja. genau andersrum. Ja, deswegen bin ich nur der Mann hinter der Kamera. Das ist okay. Ich versuche ja auch noch gut auszusehen und das hier mit meinem. Nico sagt immer, ich soll den Bauch einziehen. Nicht mal das Ja. klappt. So, wenn ich mich jetzt mal hier reinstelle, also auch noch mal von der Höhe. Wir sehen hier neben der separaten Klingelbeleuchtung, ich habe hier einen Gully. Hier ist es ein bisschen abgesetzt, also heißt auch, wenn es mal wirklich stark regnen sollte und hier irgendwas am Dach ist oder es durchregnet, habe ich hier kein Wasserthema. Also das ist wirklich mal gut durchdacht. Der Gutachter zählt jetzt schon wieder die Kellerstufen, weil das muss ich immer als BOGs, besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale ansetzen. Heißt wertsteigernd, erstmal so plump. Regenrinnen ist auch schön an beiden Seiten, also auch da, wir haben nicht eine, die alles ablaufen lässt, sondern wenn eine mal voll ist, es kann überlaufen. Lüftung, hier ist der Abstellraum und jetzt kommen wir noch zu was Besonderem. Ich rede ja so viel. So, das ist übrigens dein Hochparterre hier mit der erhöhten Treppe. Ja, das würde man Hochparterre nennen. Sieht auch ein bisschen aus wie eine Bühne. So. Hast du dich schon mal mit so Mülltonnenboxen beschäftigt? Nein. Nein, okay. Nein. Diese Ich bin Dinger, Stadtkind. da gab es diesen großen Container, ne, zum Genau. Aufschieben. Diese Mülltonnenboxen, wer sich damit mal beschäftigt hat, sind nicht nur schweineteuer, sondern die sind witterungsbeständig und vor allem super stabil. Es gibt andere, die sind so klapprig. Das Geile ist hier, ich habe hier Stoßdämpfer drin. Das ist so eine blöde Sache. Ich kann hier die Mülltonne einhaken und direkt aufmachen. Aber die Dinger, dass man die hier stehen hat, das ist Gold wert. Erstens regnet es nicht drauf. Ich komme super gut an die Mülltonnen ran. Es ist eben total entspannt. Und neben mir ist jetzt ein Highlight für alle Gärtner. Jetzt haben wir leider, also heute, es hat mit wunderschöner Sonne angefangen. Jetzt zieht es sich gerade ein bisschen zu. Das soll das alles nicht schmälern. Wer sich schon mal mit Gärtnern beschäftigt hat, Mutterboden. Das ist hier unglaublich guter Mutterboden. Wer Bock hat auf Selbstversorgung, also man sieht hier auch wieder an der Länge, ich müsste es jetzt nachmessen, aber das sind mindestens 20 Meter, mindestens, wenn nicht sogar viel mehr. Ja doch, mehr sogar. Und diese schwarzen Dinger, die hier rausragen, das ist auch Bewässerung und das meinte ich vorhin mit dem separaten System. Das heißt, wir haben ein System für den gesamten Teil des Grundstückes. Und wir haben ein separates System, weil ich ja durchaus hier was anbauen kann auf dem Mutterboden, was andere Bedürfnisse hat an Bewässerung. Also da auch super schlau. Wie gesagt, 2 Zisternen, ein Brunnen. Da habe ich für das ganze Thema Kosten auf jeden Fall das alles optimal bedacht. Auch hier nochmal ein Gartenwasseranschluss. Also ich muss nicht den Schlauch umziehen, sondern ich kann hier auch direkt an mein Gartenwasser. Wir gehen mal, eigentlich, weil da kommen ja die Häuser. Warte, ich gucke mal eben live. Sieht gar nicht so schlecht aus in der Sonne. Ich? Ja. Dankeschön. Halleluja. Ja, wir kommen da raus. Pass auf, dann lege ich jetzt den Schlüssel rein. Hier, die Fernbedienung. Zeig mal den Menschen in der Kamera, wo du den hinlegst. Ich gebe auch gleich den Alarmcode ein vor allem. Also nochmal hier, ne? Die längste Markise Teltows. 9 Meter, mindestens. Hast du alle anderen gemessen? Ja, Augenmaß. Hat übrigens gerade geregnet und Ja. draußen wieder Den draußen müssen wir ein scheint die Päuschen Sonne. machen, aber dafür ist jetzt endlich mal blauer Himmel. Das ist echt geil. So, und jetzt gehen wir nämlich nochmal zum Mauerweg. Hier ist das Landschaftsschutzgebiet. Ich sag's zum 100. Mal. Warte, ich will mich noch vom Rasenmäher verabschieden. Tschüss, Rasenmäher. Tschüss, Robby. Hau rein. So, alle Fenster sind zu. So, komm mit. Ich zeige euch jetzt mal hier den Mauerweg. Und zwar geht man hier raus.
Und hier kommen wir auch gleich hoffentlich zurück zum Auto, sonst sind wir jetzt nämlich auf gut Deutsch ganz schön angekommen. Hier ist eine Tischtennisplatte für dich. Guck mal. Die ist nicht mal angeschlossen. Ja. Ja, Nico, komm mit in den Wald, komm. Ich habe was vorbereitet. So, hier, Landschaftsschutzgebiet, da steht es auch nochmal. Wir sind ja noch in Brandenburg. Jogger? Yoga, müssen wir aufpassen. Wir gucken gleich mal, ob wir hier durchkommen. Das schaffen wir noch vor dem, der ist nicht so schnell. Oder? Ja doch, komm. Zack. Hier zeigen wir gleich mal den Waldweg, aber wir gehen einmal hier. Hast du die Badehose dabei? Ich habe keine dabei, aber hier ist ja auch Osten, hier macht man ohne. Stimmt, ist ja FKK, ne? So, Achtung. Und morgen wieder Kreuzband. Muss ich dir wieder einen Arzt empfehlen. Dritter Kreuzbandriss. Jetzt wird's windig. Guck mal hier, oder? Ja. Das nicht, ich muss immer gucken. Ich habe immer Angst, dass ich mich auf den Weg. Komm, wir gehen da mal ganz runter. Kann ja Ich mal nicht. Du nicht. Ich kann ja mal die Füßchen da reinhalten. Ich bleib hier. Die guten weißen Schuhe. Meinst du, der hält? Nein. Ich hoffe es nicht. So, Abmoderation. Waren wir eigentlich schon fertig. Und dann haben wir versucht, hier rauszukommen. Aber ich habe rausgefunden, was ja eigentlich total schlau ist, in der beheizten Einfahrt. Wir haben einen Knopf für das Tor da vorne und das Garagentor. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, weil ich wollte natürlich das Garagentor zumachen, bevor wir fahren, drücke ich hier drauf, geht zu. Aber jetzt, wenn du mal da hinten guckst, Nico, jetzt geht auch das Tor zu. Vielleicht kannst du da hinzoomen. Ja, Wie kommen wir denn jetzt wieder raus? Ja, was soll ich sagen? Also, wenn ihr ein geiles Haus in der Traumlage sucht, also ich würde hier gleich mein Bellyboot, nicht der Belly, sondern das richtige Bellyboot zum Angeln rausholen und dann können wir noch ein paar Fische fangen. Hier ist übrigens die Grenze Brandenburg, da ist Berlin, dahinter ist direkt Zehlendorf, 100 Meter ungefähr. Wenn ihr eine Immobilie sucht, meldet euch bei uns. Ich wünsche euch einen schönen Tag und Nico und ich genießen jetzt noch ein bisschen die Natur und danach die Rückfahrt auf der 100. Schönen Tag, tschüss.